In diesem Video zeige ich die schönsten Orte in Ostholstein, wenn man dort Urlaub machen möchte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wir sind in Ostholstein, in der großen Lübecker Bucht. Hier starten wir in Timmendorfer Strand, in den es aber besonders in den Sommermonaten Millionen Urlaubsgäste zieht. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Strandes ist die Seeschlösschenbrücke. Sie ragt rund 150 Meter in die Ostsee hinein. Hier sieht man den alten Kurpark von Timmendorfer Strand, der schon seit den 1930er Jahren existierte. Man findet hier eine Minigolfanlage und einen kleinen Teich sowie eine kleine Freilichtbühne. Dieser Abschnitt ist gewiss nicht so schön wie der neue Kurpark, aber um in Ruhe und Entspannung hier entlang gehen zu können und einfach mal etwas herunterzukommen, ist der Weg wunderbar. Im Übergang zur Kurpromenade gelangt man an einen in den Boden eingelassenen Brunnen. Eltern mit Kind sollten sich hier größte Mühe geben, ihren Nachwuchs trocken zu halten. Der Verlauf der Promenade ist hier recht geschwungen, immer wieder taucht sprichwörtlich aus dem Boden ein ovaler Brunnen auf. Kleinkinder laufen hier von Brunnen zu Brunnen, sind damit immer in Sichtweite ihrer Eltern und haben trotzdem ihren Spaß und Freude mit dem kühlen Nass. Direkt hinter diesem Brunnen liegt ein wunderschöner Spielplatz mit tollen Attraktionen für die Kleinen und die großen Kleinen. Ein absolutes Schmuckstück des Kurparks ist der Seepferdchenbrunnen und die hinter ihr gelegene Trinkkurhalle, in der über das ganze Jahr Veranstaltungen stattfinden. In unmittelbarer Nähe verläuft der 54. Breitengrad mitten durch die Fußgängerzone. Wer kann schon von sich behaupten, mitten auf einem Breitengrad shoppen gewesen zu sein? Weiter geht es in Travemünde am östlichen Ende der Stadt am Priwall. Es gab mal eine Zeit, da konnte hier niemand weitergehen, und zwar über 40 Jahre lang. Hier an der Ostsee begann die insgesamt 1400 Kilometer lange Grenzlinie, die mitten durch Deutschland bis in die Nähe von Hof in Bayern verlief. Diese innerdeutsche Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR war Teil des Eisernen Vorhangs, der ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost und West teilte. Die erste direkte Begegnung von Bürgern aus beiden deutschen Ländern fand am 3. Februar 1990 nach 40 Jahren Trennung hier am Strand statt. Im April 1990 wurde hier ein Übergang für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Eine asphaltierte Straße gibt es hier ab 1993. Wie man schon im Namen erkennen kann, hier endet die Trave in die Lübecker Bucht. Die Trave-Promenade führt am Westufer entlang der Trave bis zur Mündung in die Ostsee. Hier kann man Segelboote, Lotsenboote oder Seenotrettungsboote vor Anker liegen sehen. Am Ostufer kann man über die Priwall-Promenade flanieren. In früheren Zeiten war dies ein ehemaliger U-Boot-Hafen. Heute befindet sich hier ein großer Yachthafen. Das gesamte Gebiet rund um die Priwall-Promenade wurde erst 2020 eröffnet und ich habe es als sehr sauber und sehr angenehm erlebt. Von Travemünde laufen viele Linien in andere Hafenstädten Nordeuropas. Man kann hier beispielsweise Fährverbindungen nach Riga, Helsinki, Malmö oder Trelleborg finden. Wenn dann eine der großen Fähren in den Hafen einrollt, ist es ein richtiges Spektakel und man muss auf jeden Fall ganz genau beobachten. Unser nächster Halt ist Lübeck. Natürlich starten wir hier an seinem berühmten Stadttor, dem Holstentor, das die Altstadt nach Westen hin begrenzt. Unmittelbar hinter dem Tor überquert man mit einer Brücke die Trave und gelangt so in die Altstadt. Wir bleiben aber erst noch am Tor. Das Holstentor stammt aus der Spätgotik und zählt zu den wenigen Überresten der Lübecker Stadtbefestigung. Es ist neben dem Burgtor das einzige erhaltene Stadttor der Stadt. Es besteht aus einem Südturm, einem Nordturm und einem Mittelbau. Die nach Westen, also stadtauswärts zeigende Seite, die man hier sieht, wird als Feldseite bezeichnet. Die nach stadteinwärts weisende Seite ist die Stadtseite. Auf den beiden Türmen sitzt je ein kegelförmiges Dach, der Mittelbau ist von einem Giebel besetzt.
Es geht nun über die Trave in die Altstadt von Lübeck. Dominiert wird das Stadtpanorama von den beiden Kirchen, die St. Petri-Kirche rechts und die Marienkirche links. Die Innenstadt ist das touristische Kernstück von Lübeck und der flächenmäßig kleinste Stadtteil. Sie liegt auf einer Insel zwischen Trave und Wakenitz, die ungefähr ein Ausmaß von 2 mal 1 Kilometer hat. Etwa 3/4 der Innenstadt wurde während des Zweiten Weltkrieges nicht zerstört. Diese Bereiche sind seit 1987 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Will man die Innenstadt verlassen, muss man eine Brücke im alten Befestigungsgürtel der Stadt und die Wallanlagen überqueren. In der Lübecker Altstadt gibt es noch einen ganz besonderen Uferabschnitt. Es mag einen verwundern, dass hier auf einem Grünstreifen eine hunderte Meter lange Leine mit flatternder Wäsche hängt und Anwohner in Liegestühlen vor ihren Türen sitzen. Dies ist die Straße an der Obertrave, der vermutlich pittoreskste Ort von Lübeck. Wir sind jetzt am Hafen in der Inselhauptstadt Burg auf Fehmarn. Der Ort liegt nicht direkt am Meer. Im Süden von Burg gelangt man an einen Hafen, der zum Burger Binnensee gehört. Das Meer liegt erst hinter einem gut 2 Kilometer breiten Landstreifen. Dieser Hafen wird seit dem 15. Jahrhundert durch Steinkistendämme geschützt. Für den Unterhalt des Hafens kümmern sich die Stadt Burg und die Landschaft Fehmarn gemeinsam. Man kann hier am Wasser etwas Zeit verbringen und die Schiffe beobachten. Besonders spannend ist es natürlich, wenn frischer Fisch angeliefert wird. Hier sehen wir den Leuchtturm Flügge. Er steht im Südwesten der Insel. Wer möchte, kann den Turm gerne besteigen, denn von hier hat man eine wunderbare Weitsicht über den Fehmarnsund bis nach Stabberhug. Heiligenhafen und Großenbrode sind ebenfalls gut zu sehen. Auf der anderen Seite des Fehmarnsundes gibt es noch weitere Leuchttürme, die identisch gebaut wurden wie dieser hier. Der Leuchtturm Flügge wurde in den letzten Jahren umfassend saniert und zieht die Besucher mit seinem gelb-roten Backsteinkleid an. Die Keimzelle Eutin geht von ihrem Schloss aus. Es zählt zu den bedeutendsten höfischen Profanbauten Schleswig-Holsteins und geht aus einer mittelalterlichen Burg hervor, die im Laufe der Jahrhunderte zu einer Residenz ausgebaut wurde. Eine richtige Pracht und Freude für Groß und Klein ist der Schlossgarten von Eutin. Ein erster Garten wurde hier bereits im Jahre 1500 direkt südöstlich der an das Schloss angrenzenden Bucht angelegt. Hieraus entwickelte sich dann später der heutige Barockgarten. Die Wege durch den Garten wurden durch Alleen gegliedert und weisen 2 Sichtachsen auf. Eine geht vom Schloss aus und die andere vom jenseitigen Gartenbereich. Beide treffen im Schlossgarten aufeinander. Der Weg durch den Garten zieht sich heute über verschlungene Pfade. Die gesamte Anlage steht unter Denkmalschutz. Direkt am Schloss befindet sich der zentrale Schlossgarten. In der Mitte des Schlossparks befindet sich der Küchengarten, der in eine wunderschöne Orangerie eingebettet ist. Das Schloss und der Garten grenzen an den großen Eutiner See. Das Ufer des Sees wird von den Parkanlagen des Schlossgartens sowie der Bebauung der Stadt Eutin dominiert. Es ist geradezu herrlich, wie innenstadtnah man hier entlang spazieren kann und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wirklich ganz eng beieinander hat. Es gibt eine wunderschöne Möglichkeit, die holsteinische Schweiz zu erleben, und zwar die Fünfseenfahrt. Sie führt vorbei an ruhigen Buchten, dichten Wäldern und bietet besonders an den Übergängen von einem See in den anderen einige enge Durchfahrten und enge Kanäle. Wer hier unterwegs ist, erlebt ein großartiges Ausflugsziel für die ganze Familie. Man kann während der Rundfahrt an jedem der Häfen aussteigen und dort entweder in einem nahen Restaurant einkehren oder einen kleineren oder größeren Spaziergang in der Nähe des Wassers machen. Die Region der holsteinischen Schweiz, in der die Seen liegen, zählt zu den wichtigsten Tourismusgegenden in Norddeutschland. Der Reiz dieser Region erklärt sich aus der abwechslungsreichen Landschaft. Hier wechseln sich kleinere Waldgebiete mit Ackerflächen, sanften Hügeln und einer Vielzahl von Seen ab. Viele dieser Seen werden durch Flüsse und Auen durchflossen.
Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Deutschland interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.